Heile uns, fülle uns, lehre uns, sende uns, Geist der Weisheit, Heiliger Geist, fall auf uns herab. Geist der Einheit. Die Einheit, Heiliger Geist, fall auf uns herab. Geist der Einheit, Heiliger Geist, fall auf uns herab. Heile uns, fülle uns, lehre uns, sende uns, Geist der Weisheit, Heiliger Geist, fall auf uns herab. in Colossians chapter 2, Im Kolosserbrief im 2. Kapitel, Colossians chapter 2 verse 3 says, im Vers 3 or even 2, oder vielleicht auch schon Vers 2, that their hearts may be encouraged as they are brought together in love, to have all the richness of fully assured understanding for the knowledge of the mystery of God Christ, in Da- whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. dadurch sollen sie getröstet werden. Sie sollen in Liebe zusammenhalten, um die tiefe und reiche Einsicht zu erlangen und das göttliche Geheimnis zu erkennen, das Christus ist. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis Look at verborgen. this tree, look at this vine. Schaut euch diesen Zweig am Weinstock an. In him is hidden all the treasures of wisdom and knowledge. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. And we are the branch of that wisdom and knowledge. Und wir sind Zweige dieses Wissens und dieser Erkenntnis, dieser Weisheit und dieser Erkenntnis. This union is important. Diese Einheit, diese Verbindung ist wichtig. I know that all wisdom and knowledge is in him. Und das Wissen, dass alle Weisheit und Erkenntnis in ihm sind. And we are a branch of that wisdom. Und wir sind Zweig dieser Weisheit. But it is a hidden wisdom. Aber es ist eine verborgene Weisheit. It's a mysterious wisdom. Es ist eine geheimnisvolle Weisheit. Once again we read that verse 2, that their hearts may be encouraged as they are brought together in love, to have all the riches of fully assured understanding. Wir lesen noch einmal Vers 2. Dadurch sollen sie getröstet werden. Sie sollen in Liebe zusammenhalten und die tiefe und reiche Einsicht zu erlangen und das göttliche Geheimnis zu verstehen, das Christus ist. In Sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. for the knowledge of the mystery of God Christ. Alle Erkenntnis Christi verborgen. So, vine and branches is also connected in this way. If you are united with this knowledge, then you receive it. Also der Weinstock und die Rebzweige sind auch in dieser Weise miteinander verbunden. Wenn diese Verbindung da ist, empfangen wir auch die Weisheit und die Erkenntnis. In Philippians chapter 1:9, Wir gehen noch zurück in den Philipperbrief, 1. Kapitel, Vers 9. and this is my prayer, that your love may increase
ever more and more in knowledge of every kind of perception. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird. Philipper 1,9. And Ephesians chapter 1. Und jetzt der erste Kapitel aus dem Epheserbrief, 7 and 8. Vers 7 und 8. In him we have redemption by his blood, Durch sein Blut haben wir die Erlösung, the forgiveness of transgressions, die Vergebung der Sünden, in accord with the riches of his grace, nach dem Reichtum seiner Gnade. that he lavished upon us. Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt. Yeah. In all wisdom and insight. Mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt. He has made known to us the mystery of his will in accord with his favor that is set forth in him. Okay. Und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat. Now I read out 4 epistles, that is Ephesians, Philippians, Colossians. In everywhere, the first he speak about wisdom. Ich habe euch jetzt aus dem Epheser, aus dem Philipper und aus dem Kolosserbrief vorgelesen. Und immer am Anfang spricht Paulus über die Weisheit. Standard. Ephesians 1:8, Philippians 1:9, Colossians 1:2. Und habt ihr es verstanden? Im Epheserbrief ist es 1. Kapitel, Vers 8. Im Philipperbrief 1. Kapitel, Vers 9. Und im Kolosserbrief 1. Kapitel, Vers 2. So, this wisdom of God, Diese Weisheit Gottes, it is so great. It's like an ocean. But whereas what we received is only a drop from that ocean. diese Weisheit Gottes, sie ist groß wie ein Ozean, aber das, was wir davon empfangen, ist nur ein kleiner Tropfen. We all have received baptism. Baptism is also known as bath in wisdom of God. Wir haben alle die Taufe empfangen und wir kennen die Bezeichnung, dass die Taufe das Bad in der Weisheit ist. In my mother tongue, Malayalam, that is how we call for baptism, which says Jnana Snanam, bath in wisdom. In meiner Muttersprache sagen wir das so für die Taufe, dass die Taufe ist das Bad in der Weisheit. Because what was the original sin? Das ist so, weil was war die ursprüngliche Sünde? Was ist die Erbsünde? It was a lack of wisdom. Das war ein Mangel an Weisheit. They decided according to their own wisdom without consulting the wisdom of God. Sie haben sich entschlossen, auf ihre eigene Weisheit zu vertrauen, ohne auf die Weisheit Gottes zu schauen. Suppose God told them, don't eat the fruit of that tree, the tree of knowledge. Und Gott hat ihnen gesagt, esst nicht von diesem Baum, von dem Baum der Erkenntnis. You know, there were 2 trees. One is the tree of knowledge, another is the tree of life. Ihr wisst, im Paradies gab es 2 Bäume. Der eine Baum war der Baum der Erkenntnis und der andere Baum der Baum des Lebens. We heard day before yesterday that God immediately sent them away so that they don't eat from the other tree, from the tree of life. Und wir haben vorgestern gehört, dass Gott sie dann, nachdem sie von dem einen Baum gegessen hat, weggeschickt hat, damit sie nicht auch noch von dem Baum des Lebens essen. Then their life would have been more dangerous. Dann wäre ihr Leben noch gefährlicher geworden. They would have been eternal with the sin. Dann wären sie unendliche Sünde geworden.
So that is das like devil. unendliche Übel geworden, wie der Teufel. So by not allowing them to eat from the tree of life, by sending them away from the garden of Gethsemane, garden of paradise, Also indem Gott sie aus dem Paradies fortgeschickt hat und ihnen nicht mehr erlaubt und ihnen nicht mehr möglich war, vom Baum des Lebens zu essen, so that they are half saved now. so waren sie schon halb erlöst. Yeah. Understand? There were 2 trees. Habt ihr das verstanden? Es gab 2 Bäume im Paradies. Okay, now the point is, when God said, don't eat from that tree of knowledge, that means Wenn Gott zu ihnen sagt, ihr sollt nicht von diesem Baum der Erkenntnis essen, dann heißt das, you cannot decide what is good and bad by your own wisdom. ihr könnt mit eurer eigenen Weisheit, mit eurer eigenen Erkenntnis nicht unterscheiden oder entscheiden, was ist gut und was ist schlecht. Understand? That's what happened. Das ist genau das, was passiert ist. Although God said, you will die if you eat this, Obwohl Gott gesagt hat, ihr werdet sterben, wenn ihr davon esst. and they knew that, and they told to this devil that, no, we should not eat that because God said we will die. Sie wussten das und deswegen sagen sie auch zum Satan, als er für sie versucht, nein, wir dürfen nicht davon essen, weil Gott hat gesagt, wenn wir davon essen, werden wir sterben. Also wussten sie es. Immediately devil said, no, you will not die. Und der Teufel sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. They received that knowledge also from the devil. Also haben sie auch diese Erkenntnis vom Teufel empfangen. That was actually lie. Das war natürlich die Lüge. Sie waren offen für die So Lüge. this voice of devil and the voice of God, both now inside them. Und jetzt sind die Stimme Gottes und die Stimme des Bösen beide im Menschen, beide eingedrungen in den Menschen. Now they are not able to decide what is right, what is wrong. Jetzt sind sie nicht mehr in der Lage, von sich aus zu unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Maybe at that time, if they say, wait a minute, devil, let me talk to God. Vielleicht wäre es alles anders gewesen, wenn sie zu dem Zeitpunkt gesagt hatten, warte mal einen Augenblick, ich werde erstmal mit Gott sprechen. That is what Jesus is now brought back to us. Now you can talk to me any moment. Und I das- give you wisdom. Das ist das, was Jesus uns wieder geschenkt hat, dass wir wirklich wieder mit Gott sprechen können. Dafür hat er uns die Weisheit geschenkt. Now, God sent Jesus as a wisdom for us to be with us. Also Gott hat Jesus für uns als Weisheit geschickt, damit er mit uns ist. So that when we do a mistake, this voice will say, no, that is wrong, don't do it. Also wenn wir Fehler machen, dann haben wir diese Stimme, die zu uns sagt, nein, das ist falsch, tu das nicht, lass das. So that is that wine, that is that wine, that is that wine. Das ist dieser Weinstamm, dieser Stamm am Weinstamm, Always united with us. der immer mit uns verbunden ist. And His wisdom is flowing through us. Und seine Weisheit fließt durch uns. This is much greater than the situation of Adam and Eve. Und das ist etwas viel Größeres als die Situation, in der Adam und Eva waren. So if you accept Christ means we accept the wisdom of Christ. Wenn wir Christus akzeptieren, wenn wir ihn annehmen, dann nehmen wir seine Weisheit an. And that wisdom prevents us. That wisdom helps us. Und diese Weisheit, sie unterstützt uns, sie hilft uns. That is one side. Das ist die eine Seite. Another side, Die andere Seite, through the universal plan of salvation, durch den ganzen Heilsplan Gottes, this man
of that paradise who has gone away, whom God said, you are from earth, therefore you go back to earth. That means the death came in the life of Adam and Eve. Die andere Seite ist, dass dadurch, dass der Mensch gesündigt hat, Gott zu ihm sagte, von der Erde bist du genommen, zur Erde kehrst du zurück, dass dadurch der Tod auf die Menschheit kam. That situation, the second Adam came, Jesus, he is God, but he took that death upon him and he went to earth by dying. In diese Situation hinein kommt der zweite Adam, Christus, und er nimmt die Schuld, den Tod auf sich und geht in diese Erde, in diese Sterblichkeit hinein. And what he did there? Und was hat er dort getan? He went to the death Er ging in den Tod hinein and he took all those who were in the death and raised up. Er ging in die Unterwelt hinein und holte alle die, die in der Unterwelt waren, heraus. Have you seen that icon of Yes. that icon? I saw somewhere Hier, here. das ist hier in der Haus. Ja, in der Every Haus. Sunday we put it in front of the altar. Kennt ihr diese Ikone von der Auferstehung vom Cenaculo aus Medjugorje? That Jesus went down, he took Adam and Eve up from the death. In dieser Ikone ist es wunderbar abgebildet, wie Jesus in das Totenreich hinabsteigt und wie er an der rechten und an der linken Hand Adam und Eva hält und sie aus dem Totenreich heraushebt. That means now, after the death of Jesus, sin has no more power. Das heißt, dass nach dem Tod und der Auferstehung Jesu die Sünde nicht mehr diese Kraft und Macht hat. The dominion of the sin is destroyed. Diese Macht, diese Vorrangstellung der Sünde ist zerstört. But it's very difficult to understand. Das ist schwierig zu verstehen. For this we need Um das wirklich zu verstehen, brauchen wir Weisheit. That is the new wine. Das ist der neue Wein. The old wine is over Der alte Wein ist auf. with the coming of Jesus. Mit dem Kommen Jesu gibt es neuen Wein. Der alte Wein ist auf. That's what in the wedding at Cana symbolized. Das ist angedeutet in der Hochzeit zu Kana. Sie haben keinen Wein mehr. Der alte Wein ist zu Ende. And the new wine has come. Der neue Wein, die Weisheit Jesu ist gekommen. That Jesus who will redeem the whole mankind. Das ist Jesus, der die ganze Menschheit emporheben wird. Okay, now coming back to this wisdom. Kommen wir zurück zu dieser Weisheit. From yesterday I am trying to grow more in wisdom, but we are not able to do. We are going back and forth. Seit gestern versuche ich, dass wir in der Weisheit wachsen, aber es gelingt uns noch nicht. Wir gehen immer nur vor und zurück. She's missing the first day. Correct. So let us look the life of Jesus. Schauen wir jetzt auf das Leben Jesu. Jesus said, "Follow me." Jesus sagt, folgt mir nach. From what point we have to follow him? Von welchem Punkt an sollen wir ihm folgen? From which point onward we must follow him? Von welchem Punkt an, von wo aus sollen wir ihm nachfolgen? His whole life. Sein ganzes Leben sollen wir nachfolgen. So even from his childhood, Auch von seiner Kindheit. he is same. Er ist derselbe. So that is what only Luke explained about the childhood time of Jesus. Das ist das, was nur Lukas über die Kindheit Jesu schreibt. Luke chapter 1:40 or yeah. Lukas 1,40. No, not 1. Is it? No.
chapter 2:40. Kapitel 2, Vers Luke 40. chapter 2:40. 2,40. Here, St. Luke explains how Jesus as a child grew up. Hier beschreibt der heilige Lukas, wie Jesus als Kind herangewachsen ist. As a child, it's written, the child grew and became strong, filled with wisdom. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit. Yes. All of you, please read it louder, please. Wir lesen das zusammen, Lukas 2,40. The child grew and became strong. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Filled with wisdom. Gott erfüllte es mit Weisheit. Seine Gnade ruhte auf ihm. So, as a child himself, why Jesus had to be filled with wisdom? Jesus is Son of God. Warum musste Jesus mit Weisheit erfüllt werden? Er ist Sohn Gottes. He was Son of God, but at the same time, he was also Son of Man. Er war der Sohn Gottes, aber zur gleichen Zeit war er der Sohn der Menschen. So, as Son of God, he was full of wisdom. Als Sohn Gottes war er erfüllt mit aller Weisheit. But as Son of Man, his wisdom was not in its fullness. Aber als Sohn der Menschen war die Weisheit Gottes noch nicht in Fülle vorhanden in ihm. Ich suche es, aber ich kann es noch nicht finden. Jetzt habe ich es. $472. 472. His human soul that the Son of God assumed is endowed with a true human knowledge. Diese menschliche Seele, die der Sohn Gottes angenommen hat, ist mit wahrhaft menschlicher Erkenntnisfähigkeit begabt. As such, this knowledge could not in itself be unlimited. It was exercised in the historical condition of his existence in space and time. Diese Erkenntnisfähigkeit kann an sich nicht unbegrenzt sein. That's the point. Sie bestätigte sich in den geschichtlichen Verhältnissen seines Daseins in Raum und Zeit. This is why the Son of God could, when he became man, increase in wisdom and in stature and in favor with God and man. Deshalb wollte der Sohn Gottes, als er Mensch wurde, auch an Weisheit und Alter und Gnade zunehmen. Exactly. One more. Once again, as true human knowledge, as true human being, his knowledge was not unlimited, not like God. Also als menschliche Seele war seine menschliche Erkenntnisfähigkeit begrenzt. Now for 73, but at the same time, this truly human knowledge of God's Son expressed the divine life of his person. Gleichzeitig aber kam in dieser wahrhaft menschlichen Erkenntnis des Sohnes Gottes das göttliche Leben seiner Person zum Ausdruck. The human nature of God's Son, not by itself, but by its union with the Word, knew and showed forth in itself everything that pertains to God. Die menschliche Natur des Sohnes Gottes kannte und bekundete in sich
nicht von sich aus, sondern aufgrund ihrer Vereinigung mit dem Wort, alles, was Gott zukommt. In 475, Und 475, similarly, at the Sixth Ecumenical Council of Constantinople III in 681, the Church confessed that Christ possesses two wills and two natural operations, divine and human. dementsprechend hat die Kirche auf dem 6. Ökumenischen Konzil ihren Glauben daran bekannt, dass Christus von Natur aus zwei Weisen des Wollen und Handelns, eine göttliche und eine menschliche, besitzt. Christ possesses two wills and two natural operations. Dass Christus von Natur aus zwei Weisen des Wollens und Handelns ist, Divine and human. göttlich und menschlich. They are not opposed to each other, Sie widerstreben einander nicht, but cooperate in such a way that the Word made flesh willed humanly in obedience to his Father all that he had decided divinely with the Father and the Holy Spirit for our salvation. sondern sie wirken so zusammen, dass das menschgewordene Wort im Gehorsam gegenüber seinem Vater als Mensch alles wollte, was es als Gott zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist zu unserem Heil beschlossen hatte. Christ's human will does not resist or oppose, but rather submits to his divine and almighty will. Der menschliche Wille Christi ist folgsam und widerstrebt und widersetzt sich nicht, sondern ordnet sich seinem göttlichen und allmächtigen Willen unter. So, the Son of God, that is the second person of the Trinity, and Son of Man, a true human being. Also Jesus ist der Sohn Gottes, einer der Dreifaltigkeit. Und in gleicher Weise ist er Sohn der Menschen. So as a Son of God, the second person of Trinity, he was full of wisdom, unlimited wisdom. Und als Sohn Gottes, als zweite Person der Dreifaltigkeit, war er erfüllt mit Weisheit, mit der Weisheit Gottes. And so, in that child Jesus, these two personality is there. Und in dem Kind Jesus sind diese beiden Weisen des Wollens und des Handelns vorhanden. So, from the Son of God, the wisdom is transmitting to the Son of Man. Also vom Gottessohn wird die Weisheit übertragen in den Menschensohn. The child grew and became strong in wisdom. Das Kind wuchs heran und es nahm zu an Weisheit und Stärke. So könnte man sagen, das war genau wie Maria der vollkommene Mensch. Like Mary the full, Human being. yes, full human being. Yeah. In Mary, the same thing happened. Even us, we are in this process. In Maria ist das geschehen und auch wir sind in diesem Prozess. In you and me, inside us, there is God. In dir und in mir, in uns lebt auch der dreifaltige Gott. Full of wisdom. Auch mit seiner ganzen Weisheit. Through baptism. Durch die Taufe. Und auch wir können wachsen in dieser But Weisheit. we have a human nature. Aber wir haben diese menschliche Natur. So after baptism, our human nature is immersed in the Trinity. Also nach unserer Taufe ist unsere menschliche Natur eingetaucht in diese Dreifaltigkeit. And we have to grow. We are growing. Day by day we are growing. Und Tag für Tag sind wir jetzt in der Lage, darin zu wachsen. Our human personality is growing in the divine personality
God within us. Unsere menschliche Persönlichkeit wächst in diese göttliche Persönlichkeit, dass Gott in uns ist. That is why Jesus said, follow me. Das ist, warum Jesus sagt, folgt mir nach. That's very well done. Das ist jetzt gut so. But from our childhood, we went to kindergarten, we went to school, everywhere we are only learning the wisdom of the world, not the wisdom of God. Und von unserer Kindheit an gehen wir in den Kindergarten, wir gehen in die Schule und überall dort lernen wir die Weisheit, die menschliche Weisheit, aber wir lernen nicht die Weisheit Gottes. Und eigentlich dann schon lernen von der Mutter lernen, von der Erziehung. You should get the wisdom of God from the teaching from the mother. Yes. Ja, so ist es. From the Geistliche. Die geistliche Weisheit, vom geistlichen Herrn. And then it would be easy for us to understand the worldly wisdom. Und wenn das so ist, dann ist es für uns leicht, diese göttliche Weisheit zu verstehen. Now, once you receive the divine wisdom, Wenn ihr die göttliche Weisheit empfangt, it will be easy to understand mathematics and trigonometry, algebra, physics, chemistry, biology, zoology, etc. dann ist es für euch auch leicht, alle diese weltlichen Wissenschaften zu verstehen. Even today, when children are not getting good note, good mark, they come to God, they pray and they receive it. Und heute ist es wirklich so, wenn Kinder in der Schule schlecht sind, wenn sie das alles nicht verstehen und wenn sie wirklich zu Gott kommen und wirklich innig beten, dann bekommen sie diese Erkenntnisse. I loved this wisdom even when I was a boy. Ich liebte alle diese Weisheiten, als ich ein Junge war. And when I got married, I told my wife that our first child, if it is a girl, then we must call her wisdom. Und als ich dann geheiratet habe, sagte ich zu meiner Frau, wenn wir ein Kind bekommen und wenn es ein Mädchen wird, dann sollten wir ihr den Namen Weisheit geben. So her name is, in Indian language, Vidya. Vidya means wisdom. Und deswegen heißt unsere Tochter Vidya. Und Vidya heißt in unserer Muttersprache Weisheit. So she is now 10 years, she has done theology. She is in Wien, in Austria. Sie wohnt jetzt schon in Deutschland und sie studiert 10 Jahre Theologie. In Wien. In Wien. In Wien. Österreich. In Österreich. And her husband too studying theology. Auch ihr Mann studiert Theologie. She has 2 children. Sie hat 2 Kinder. The first one is called Elijah. Und der erste heißt Elia. He received first Holy Communion few months back. Vor einigen Monaten ist er zur ersten Heiligen Kommunion gekommen. So I told him, now you have to be very careful. You are going to have Jesus. Then you must obey all the commandments. You must obey your parents, etc. I told him. Und ich sagte zu ihm, so jetzt musst du sehr vorsichtig sein. Du trägst jetzt Jesus in deinem Leib, in deinem Herzen. Und jetzt musst du auf die Gebote achten und du sollst auch noch in besonderer Weise deinen Eltern gehorchen. And then I told him, it is written, if you obey your parents, you will have a long life. Und ich sagte ihm, es steht in der Heiligen Schrift geschrieben, wenn du deinen Eltern gehorchst, wirst du mit langem Leben gesegnet werden. Then for a moment he was thinking about it. Und ich sah, wie er einen Moment darüber nachdachte. Then he said, Dominic Savio, Saint Therese, they were very holy children, but they died early. Und er sagte, Dominikus Savio und die kleine Therese von Lisieux, sie waren sehr gehorsame Kinder, aber sie sind ganz früh gestorben. They were obeying their parents. Sie haben ihren Eltern gehorcht. So then suddenly I had no answer.
Und da hatte ich plötzlich keine Antwort mehr. Weil der kleine Therese oder die Heilige, das wird doch einfach bisher immer gesagt, früh vollendet waren sie. When they die early, their life is fulfilled early. yes. Das ist richtig. I explain this later. Das werde ich später erklären. But what I mean to say, Aber das, was ich hiermit sagen wollte, war, how he thought such a question. wie kam dieser Junge darauf, mir so eine Frage zu stellen? So the children are beyond our understanding. The children can have divine wisdom. Und das übersteigt manchmal unser Verstehen, aber die Kinder können diese göttliche Weisheit schon haben. We generally say, oh no, don't force the children to read Bible or go to church. Don't force them. Wir sagen gewöhnlich, nein, wir können die Kinder nicht zwingen, dass sie in der Heiligen Schrift lesen oder dass sie in die Kirche gehen. Das dürfen wir nicht tun. When they grow up, if they want, they can have it. Wenn sie heranwachsen und wenn sie das wollen, dann können sie das dann tun. That is not right. Das ist nicht richtig. Before they grow, they should be given this wisdom of God. Bevor sie heranwachsen, sollten sie diese Weisheit Gottes bereits empfangen. What is planted in their heart when they are a little child, that will grow up. Das, was in ihre Herzen gepflanzt wird, wenn sie noch kleine Kinder sind, genau das, was dort gepflanzt ist, das wird heranwachsen und sich entfalten. And their life will have a more meaning. Und dann wird ihr Leben bedeutungsvoll werden. Okay, let us. And then when there are difficulties in the life, you can remember. Yes. And then it is planted there. Exactly. Yes, you are right. Genau so ist es. Let us close our eyes and ask the Lord to give us this new wisdom. Lasst uns unsere Augen schließen und den Herrn bitten, dass er uns diese Weisheit schenkt. Oh Holy Spirit, O Heiliger Geist, fill me with your wisdom. fülle mich mit deiner Weisheit. Fill me with your wisdom. Fülle mich mit deiner Weisheit. Knowledge